Okay, so notes are posted. Also Notizen sind gepostet. Now, this morning in Sabbath school, Brother Long's reminded you of all those things that I went over those last few days. Und heute Morgen in der Sabbatschule sind wir an all die Punkte nochmal erinnert worden, durch die ich die letzten Tage hindurchgegangen bin mit euch. So I just want to build on those thoughts today. Und ich möchte auf diesen Gedanken heute weiter aufbauen. And all these illustrations are all speaking about the kings, right? The kings in this work that they're going to do on this earth. Alle diese Illustrationen, die sprechen über die Könige hier und welches Werk sie auf der Erde tun. Because Pharaoh, Darius, Nebuchadnezzar, they're all a representation of this one world order at the end of the world, where they're going to set up these Sunday law. Pharao, Darius. Darius und Nebukadnezar und so weiter sind alle eine Darstellung von diesen Weltherrschern, eine Weltregierung, die dann diese Sonntagsgesetze aufrichten wird. But what's nice is that the more you look and study God's word, you see that regardless of what they do, God is in control of everything. Aber was schön ist, je mehr du Gottes Wort studierst, dann siehst du letztendlich, ganz egal was sie tun werden, Gott ist in Kontrolle von allen Dingen. And now, when you look at the experience of all the prophets, right? Und wenn du dir die Erfahrung aller Propheten anschaust, before all those prophets were sent, they were all given a revelation about God, right? bevor alle diese Propheten losgesandt worden sind, haben sie alle eine Offenbarung von Gott erhalten. What was the purpose of that revelation? Und was war der Zweck dieser Offenbarung? Not in reference to what I'm talking about. You were thinking down. Give a message to the kings. Okay, maybe my question is too obscure. Also vielleicht ist meine Frage ein bisschen zu vage, danke schön. Yes, it was to give them a faith that they would never forget. Right? Es sollte ihnen allen einen Glauben geben, den sie niemals vergessen würden. Remember, the vision that Isaiah was given stayed with them throughout his whole ministry. Right? Zum Beispiel die Vision, die Jesaja bekommen hat, die ist mit ihm geblieben, seinen ganzen Dienst lang. It was when God showed him his glory, this is what gave them, all the prophets, confidence in God. Right? Dass Gott ihnen seine Herrlichkeit gezeigt hat, das hat ihnen allen letztendlich Vertrauen in Gott gegeben. It's not just a fluffy feeling, they had an understanding that God was in control of everything, and they had to never had to fear not one thing. Es war nicht irgendwie nur so ein flaschiges Gefühl, sondern sie haben jetzt ein Verständnis bekommen, dass Gott wirklich in Kontrolle aller Dinge stand. Now, we've been looking at this point, right? Ezekiel 17, for instance. What's Ezekiel 17 talking about? Und wir haben diesen Punkt angeschaut, zum Beispiel Hesekiel 17. Worüber spricht Hesekiel 17? Just give me, what's the general story about Ezekiel 17? Das ist sozusagen die allgemeine Darstellung aus Hesekiel 17. Okay, no. It's the story is talking about Nebuchadnezzar coming to Jerusalem, taking people into captivity into Babylon. That's the story, Also right? die Geschichte ist ja, dass Nebukadnezar kommt, er nimmt dann Leute aus Jerusalem gefangen und führt sie nach Babylon. Das ist sozusagen Right. die Geschichte. That's the general story, right? Das ist sozusagen das Leitthema. And in this story, who does Nebuchadnezzar represent? Und in dieser Geschichte, wen stellt Nebukadnezar dar? Christ, right? Christus. Okay, but it's an earthly king, right? Aber er ist auch ein irdischer König. The same earthly king, right? Using the same, not the same story, but from a different book, right? Derselbe irdische König, jetzt nicht aus derselben Geschichte, sondern aus einem anderen biblischen Buch. For Daniel 1, for instance, Zum right? Beispiel in Daniel 1. Who's Nebuchadnezzar? Wer ist da? Nebukadnezar. He's doing the work of Satan. Yes, he's doing the work of Satan, right? Da tut Nebukadnezar das Werk Satans. It's exactly the same story, right? Aber historisch gesehen ist es genau dieselbe Geschichte. Ezekiel 17, he's taking
back about Jehoiakim when he takes them into Babylon, right? Hesekiel 17 spricht auch über Joachim, wo er ihn nach Babylon geführt hat. Okay, Daniel 1 is speaking about Joachim when he takes them into Babylon, right? Daniel 1 spricht auch über Joachim, wo er ihn nach Babylon gebracht hat. Right? Richtig? And the point is that no matter what those kings do, they are doing God's will, right? Und ich machen möchte, ganz egal, was die Könige tun, sie tun Gottes Willen damit. Right? Because God is able to take that story, right, and use it both ways, right? Und Gott ist in der Lage, diese selbe Geschichte zu nehmen und sie auf beide Weisen anzuwenden oder zu benutzen. Doesn't matter whether they're doing a righteous work or an evil work, they are doing God's will, right? Ganz egal, ob sie jetzt ein gerechtes Werk tun oder ein böses Werk, sie tun letztendlich Gottes Willen damit. Okay, and that's what we need to understand, right? Und das ist, was wir verstehen müssen. And this is what the Lord needs to reveal to us, that we don't need to fear those kings, right? Und das ist, was der Herr uns offenbaren muss, damit wir uns nicht vor diesen Königen fürchten müssen. Okay, let's go to this first quote. Gehen wir jetzt zu diesem ersten Zitat. It says, the history of nations that one after another have occupied their allotted time and place, unconsciously witnessing to the truth of which they themselves knew not the meaning. What were they doing? Was haben sie gemacht? They were unconsciously witnessing to the truth. Sie haben unbewusst der Wahrheit Zeugnis abgelegt. Did they know it? Haben sie das gewusst? No. No. So Nein. Nebuchadnezzar didn't know that when he took those children into Babylon that he was illustrating this work right here where the latter rain is poured out. Right? Nebukadnezar hat nicht verstanden, als er diese Kinder hier nach Babylon geführt hat, dass er dieses Werk hier einmal darstellen würde, wo der Spätregen ausgegossen wird. Okay, he's doing the work of the sower, right? Dass er dort das Werk des Seemanns tun würde. But in another sense, he's also doing the work of Satan, this wicked work, right? Aber in einem anderen Sinn tut er auch das Werk des Satans, nämlich dieses böse Werk. But what I want you to see, even when he's doing the work of Satan, he's still doing a righteous work for Christ, right? Und was ich euch aber sehen lassen möchte, ist, dass sogar wenn er das Werk des Satans tut hier, dann tut er damit trotzdem ein gerechtes Werk für Christus. Because God's will always be fulfilled, right? Weil Gottes Wille, der wird immer zustande kommen. Okay, so just go to Romans 13, for instance. Gehen wir zu Römer 13 zum Beispiel. It said, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. What is there not? Was gibt's da nicht? There's no power unless it was ordained by God, right? Es ist keine Macht, es sei denn, dass sie von Gott eingesetzt worden ist. Because it says the powers that be are ordained of God, right? Die Mächte, die sind von Gott eingesetzt. So every leader on the world stage is ordained of God for his purpose. Deswegen jeder Führer auf der Weltbühne, der ist von Gott eingesetzt, um Gottes Willen zu erfüllen. And they are acting out the truth Oder Gottes Absicht zu erfüllen. unconsciously. Und Right. sie spielen die Wahrheit sozusagen aus. Und das alles aber unbewusst. Okay? So if you go back to the quote, Gehen wir jetzt zum Zitat zurück. the second sentence, Der zweite Satz. it says, to every nation, to every individual of today, God has assigned a place in his great plan. So every single person is playing a part in his plan, right? Also jede Einzelperson spielt irgendwie einen Teil seines großen Plans. Today men and nations are being measured by the plummet in the hand of him who makes no mistake. All are by their own choice deciding their destiny. Amen? Also alle durch ihre eigene Wahl entscheiden dann ihr Schicksal. But it says, and God is overruling all for the accomplishment of his purposes. Und Gott überstimmt dann alles zur Erfüllung seiner Absichten, seiner Zwecke. So no matter what people decide to do, God's will be accomplished, right? Deswegen ganz gleich, was die Leute auch jeweils dann entscheiden zu tun, Gottes Absicht wird letztendlich zustande kommen. Right? Richtig? So you can see this in the story where he takes Nebuchadnezzar, for instance, right? Das können wir zum Beispiel sehen in der Geschichte, wo er jetzt zum Beispiel Nebukadnezar benutzt hat. And where he comes up against God's people, Jerusalem, right? Nebukadnezar dann gegen Gottes Volk kam, gegen Jerusalem. And he takes them into captivity, Und er bringt sie dann in die Gefangenschaft. which is
an evil work, right? was an sich ein böses Werk war. But we see that it is ordained by God, Aber wir right? können sehen, dass es dennoch von Gott so eingesetzt war. Two purposes, right? Zwei Absichten. In this purpose, it's illustrating where he's planting a righteous people, right? In dieser Darstellung ist es dann sozusagen eine Darstellung dafür, um diesen Zweck darzustellen, dass er hier ein gerechtes Volk einpflanzt. Right? He's planting them and giving them an opportunity now to glorify him, right? Er pflanzt sie hier ein und gibt ihnen dann eine Möglichkeit, jetzt Gott zu verherrlichen. But in this instance, he's using the evil power to purge out all those that won't keep his law, right? Aber in dieser Darstellung dann benutzt er diese böse Macht, um all diejenigen rauszureinigen, die sein Gesetz nicht halten wollen. In both instances, they're both righteous, right? Aber in beiden Fällen sind sie in dem Sinne gerecht oder tun ein gerechtes Werk. They're both righteous in the senses that both are fulfilling the will of God, right? Und zwar in diesem Sinn, dass beide jeweils den Willen Gottes dann erfüllen. Right? So evil people that are doing evil deeds are actually unconsciously acting out a righteous work for God. Deswegen böse Menschen, die sogar böse Taten dann tun, können damit dennoch unbewusst ein gerechtes Werk für Gott ausüben. Because this is the work of the oppressor, right? Denn das hier ist ja das Werk des Unterdrückers hier, richtig? Right? Stimmt's? But in another sense, right? Because I was showing you this point that Nebuchadnezzar was actually more righteous than the Jews that should have been righteous, right? In einem anderen Sinn, da habe ich euch ja gezeigt, dass Nebukadnezar an sich gerechter dastand vor Gott als die Juden, die an sich gerechter sein sollten vor Gott. Okay, and we will come to these points, right? Und da kommen wir nochmal darauf zu sprechen, auf diese Punkte. So go back to Romans 13, verse 2. Ja, zurück zu Römer 13, jetzt Vers 2. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. So no matter whether you're in a time of peace or in a time of trouble, what must you do? Ganz gleich, ob du jetzt in einer Zeit des Friedens bist oder in einer Zeit des Trübsals, was sollst du tun? You must understand that God is in control. You must trust that He's in control of these kings, right? Und du musst vertrauen, dass Gott in Kontrolle ist und dass er in Kontrolle von diesen Königen steht. So whether they're doing a work of setting you free or a work of bringing you into bondage, it's God's will, right? Deswegen, egal ob sie jetzt hier ein Werk tun, dass sie dich freisetzen werden oder dass sie ein Werk tun, wo sie dich in die Knechtschaft bringen, das ist letztendlich beides Gottes Wille zu diesen Zeiten. Verse 3. Vers 3. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. So no matter whether they're doing an evil work, they are there to purge out those that are evil, right? Also ganz egal, ob sie jetzt ein böses Werk tun, sie sind dort vorhanden, um letztendlich diejenigen rauszureinigen, die böse sind. Verse 4. Vers 4. For he is the minister of God to thee for good, but if thou do that which is evil, be afraid. For he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. So this minister that's ordained of God is speaking about the earthly powers during the Sunday law. Also dieser Diener hier, der von Gott eingesetzt worden ist, spricht hier über die irdischen Herrscher während des Sonntagsgesetzes. Is the Sunday law a righteous action? Ist das Sonntagsgesetz an sich eine gerechte Handlung? It's Nein. evil, right? Es ist böse. It's an oppressive power, right? Es ist eine unterdrückende Macht. But God is ordaining them to do this, right? Aber Gott setzt sie dennoch dazu ein, das zu tun. In a righteous sense, to purge out from the church those ones that do evil, right? In einem gerechten Sinn, dass damit diejenigen aus Gottes Gemeinde rausreinigen können, dass sie damit Gottes Gemeinde reinigen können, um sie von all diesen zu reinigen, die Böses tun. And in this sense, this power that's ordained here is in ignorance, right? Und in diesen Darstellung hier ist jetzt die Macht, die er dazu eingesetzt hat, die ist noch in Unwissenheit, dass sie das tut. Okay, hence they are more righteous
than God's people, Und right? deswegen sind sie gerechter als Gottes Volk. Okay, so next heading, God's servants, right? Nächste Überschrift, Gottes Diener. Jeremiah 25 and verse 9. Jeremia 25, Vers 9. It says, Behold, I will send and take all the families of the north, saith the Lord, and Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant. What does he call him? Wie nennt er hier Nebukadnezar? His servant, right? So einen Knecht, seinen Diener. And I will bring him against this land, and against the inhabitants thereof, and against all these nations round about, and will utterly destroy them, and make them an astonishment, and an hissing, and a perpetual desolation. So this is the speaking about from the beginning of the Sunday law to the time he destroys Jerusalem, Also right? spricht hier vom Anfang des Sonntagsgesetzes bis hin zur Zeit, wo er Jerusalem dann zerstören wird. Okay, go to Jeremiah 27, verse 8. Gehen wir zu Jeremia 27, Vers 8. And it shall come to pass that the nation and kingdom which will not serve the same Nebuchadnezzar, the king of Babylon, and that will not put their neck under the yoke of the king of Babylon, that nation will I punish. So where did Paul get his principles from in Romans 13? Woher hat Paulus diese Prinzipien her, die er in Römer 13 erwähnt hat? Right from here, right? Hier aus dem Buch Jeremia. Okay, they were to put their neck in this wooden yoke under the king of Babylon, right? Sie sollten hier ihren Nacken unter dieses hölzerne Joch des Königs von Babylons setzen. Okay, and Jeremiah said, God wants you to do this, right? Jeremia hat gesagt, Gott möchte, dass ihr das tut. So if you put your neck in this wooden yoke that he's put upon you, it's for your benefit, right? Deswegen, wenn du deinen Nacken unter dieses hölzerne Joch stellst, dann ist das zu deinem Nutzen. But anybody that refuses to do that, he's going to punish, right? Und jeden, der es ablehnt, dies zu tun, den würde er bestrafen. And what did Hananiah say? Und was hat Hananias gesagt? No, you don't have to, we're going to come back out of captivity within a couple of years, right? Das war dieser falsche Prophet, der gesagt hat, nein, das müsst ihr nicht tun, wir werden in 2 Jahren wieder aus der Knechtschaft rauskommen. And what happened to Hananiah? Und was ist mit ihm passiert? He died, Er ist right? gestorben. Okay? Who does that remind you of? An wen erinnert dich das? Christ says, I must go to Jerusalem and be persecuted and be put to death and on the third day rise again, right? Das hat er gesagt, ich muss nach Jerusalem gehen, ich muss verfolgt werden, ich muss zu Tode gebracht werden und am 3. Tag wieder auferstehen. And what did Peter say? Was hat Petrus gesagt? No, Lord, you don't have to do that. Petrus hat gesagt, nein Herr, das musst du nicht tun. What did the Lord call then Peter? Und wie hat er dann Petrus bezeichnet? Satan, right? Als Satan. So everybody that doesn't obey Romans 13 or in this time period put your neck in the yoke of the civil powers, you are satanic, right? Deswegen jeder, der seinen Nacken nicht unter diese Staatsmächte hier aus Römer 13 tut oder unter dieses Joch hier, das hölzerne Joch aus Jeremia, der tut etwas Satanisches. That doesn't mean you're to break God's law, but it means that you are to obey the earthly rulers unless they ask you to break God's law, right? Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt Gottes Gesetz brechen sollst damit, aber du sollst die irdischen Herrscher gehorchen, solange sie nicht dir sagen, dass du Gottes Gesetz brechen musst. Okay, so go to verse 11 now, Jeremiah 27 verse 11. Gehen wir zu Jeremia 27, Vers 11. It says, But the nations that bring their neck under the yoke of the king of Babylon and serve him, those will I let remain still in their own land, saith the Lord, and they shall till it and dwell therein. So, Sister White talks about this yoke. She says it's a parallel to the cross. Weil sie spricht über das hölzerne Joch und sie sagt, es ist eine Parallele zum Kreuz. So by coming under the yoke of the king of Babylon, they were going to the cross, right? Indem sie unter dieses Joch vom König des Babylons kamen, sind sie unter dieses Joch, unter dieses Kreuz gekommen. No cross, no crown. Kein Right? Kreuz, keine Krone. So you can see here how the Lord, the work of Christ has come to set the captives free, right? Also hier ist das Werk
des Herrn ja, dass er die Gefangenen freisetzen möchte. right? And he never wants us to go into captivity, Und er right? möchte ja eigentlich nie, dass wir in die Gefangenschaft gehen müssen. But when we turn from his ways, he ordains the evil king, right, to bring us into captivity. Aber wenn right? wir von ihm uns abwenden, dann setzt er diesen bösen König ein, um uns dann in die Gefangenschaft zu führen. Right? So that then he can then purge out those that refuse to go to the cross, right? Dass er dann in dieser Zeit dann diejenigen rausreinigen kann, die es ablehnen werden, ans Kreuz zu gehen. So no matter which way is happening, God's will is being fulfilled, right? Also ganz egal, in welcher Art und Weise das dann hier jeweils dann passiert, Gottes Wille wird damit erfüllt. Everybody see that? Kann ihr das sehen? Okay. So just go to this next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. It says, an idolater by birth and training, at the head of an idolatrous people, he had nevertheless an innate sense of justice and right. And God was able to use him as an instrument for the punishment of the rebellious. Right? So, Nebuchadnezzar, although he was an evil idolater and satanic, he still had a more sense of righteousness than the people that he was bringing under him, Also right? Nebukadnezar, obwohl er ein bösartiger Götzendiener war und in dem Sinne deswegen satanisch war dennoch gerechter in Gottes Augen als diejenigen, die dann die er in die Gefangenschaft geführt hat. But the gospel is a two-edged sword, right? Aber das Evangelium ist dieses zweischneidige Schwert. Because there's always a remnant, right? Es gibt ja immer einen Überrest. And when the remnant are brought in here, what are they now doing? Und wenn der Überrest hier auch reingebracht wird, was tun sie dann? They're light to this evil king, right? Sie werden dann ein Licht sein für diesen bösen König. So you see, the sword is two-edged, right? Und wir können sehen, dass dieses Schwert immer zweischneidig ist. It's cutting out all the rebellious, but at the same time, it's enlightening those that are in ignorance, right? Es schneidet sozusagen all diejenigen ab, die hier in Rebellion sind, aber zur selben Zeit gibt es Licht für all diejenigen, die sozusagen in Unwissenheit sind hier. So all those that don't appreciate the light, the Lord will get rid of, and all those that he will see the light and are willing to come to it, he will bring them in, right? Deswegen all diejenigen, die rebellisch sind und das Licht nicht wollen, die werden dann rausgereinigt, und all diejenigen, die dann das Licht sehen und annehmen wollen, die werden dann reingebracht werden. Okay, same principle in Isaiah chapter 10, right? Selbes Prinzip in Jesaja 10, Verses 5 and 6. Verse 5 bis 6. It says, O Assyrian, the rod of mine anger, the staff in their hand is mine indignation. So what does it say about the Assyrian here? Und was sagt es hier über den Assyrer? He's an instrument that the Lord is going to use to punish, right? Er ist ein Werkzeug, das der Herr benutzen wird, um zu bestrafen. Same as Nebuchadnezzar, right? Genauso wie Nebukadnezar. It says, I will send him against a hypocritical nation. Right? What did Christ call the Jews? Wie hat Christus die Juden bezeichnet? Hypocrites, right? Als Heuchler. Actors, right? Sie waren Schauspieler. They had an outward display, but their hearts were devoid of the Spirit of Christ, right? Sie hatten dieses äußere Erscheinungsbild, aber ihre Herzen waren frei von der Liebe Christi. So they needed to go to the cross, right? Sie mussten zum Kreuz gehen. But would they go willingly? Aber waren sie bereitwillig zu gehen? No. So he brings them into captivity and brings them to that point where they're almost being forced to go to the cross, right? Deswegen bringt er sie in die Knechtschaft und bringt sie zu diesem Punkt, wo sie beinahe gezwungen sind, ans Kreuz zu gehen. Or they haven't got much choice, right? Oder wo sie in dem Sinne nicht mehr viel Alternativen haben. Because he's trying to save them, right? Weil er ja versucht, sie zu retten. Okay, go to Isaiah 45. Gehen wir zu Jesaja 45. So I just want to see this, that because the Assyrian here is Gog, right? Ich möchte euch das hier sehen lassen, weil der Assyrer hier ist ja Gog. This king is playing the role of Satan, Dieser König, der spielt an sich die Rolle Satans. right? Richtig? Yes? But you can see that the Lord, even though Satan makes these plans to oppress and punish God's people, the Lord ordains him to do a righteous work for him, right? Sogar wenn Satan also
diese Pläne macht, Gottes Volk zu verfolgen, zu unterdrücken, setzt der Herr ihn dennoch ein, hier um ein gerechtes Werk für ihn, also für den Herrn zu machen. What's the symbol for the kings? Und was ist das Symbol für die Könige? The dragon. Das ist der Drache. Who's the dragon? Und wer ist der Drache? Satan, right? Satan. So these earthly powers are satanic, right? Deswegen diese irdischen Mächte, die sind satanisch. They are Satan's agents. Das sind Satans Agenten. But the Lord says, Satan, you will do my will, not your own, right? Aber der Herr sagt ja, Satan, du wirst meinen Willen tun und nicht deinen eigenen. He knows that he's going to come and punish or try to murder God's people, right? Der Herr weiß ja, dass Satan kommen würde und versuchen wird, Gottes Volk umzubringen. And we see in the book of Job that he only allows him to do what he allows him to do, right? Und wir sehen ja im Buch Hiob, dass der Herr dem Teufel nur das erlaubt, was er ihm eben erlaubt zu tun. So in essence, he ordains Satan here to purge out all the rebellious, right? Deswegen im Grundsatz her setzt er hier Satan ein, um all die Rebellen hier rauszureinigen. Right? Richtig? Okay. So when you go to Isaiah 45, Wenn du jetzt zu Jesaja 45 gehst, verse 1. Vers 1. Thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden to subdue nations before him, and I will loose the loins of kings to open before him the two-leaved gates, and the gate shall not be shut. I will go before thee, and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of brass, and cut in sunder the bars of iron. And I will give thee the treasures of darkness, and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the Lord, which call thee by thy name, am the God of Israel. Who's this? Bis Vers 3, wer ist das hier? You're not paying attention. Who is it? Sorry? You're totally missing the point. Sorry, what were you going to say? Okay, two people missing the point, right? Zwei We read Leute haben hier den Punkt nicht ganz ergriffen. Romans 13. What does it say? Wir haben Römer 13 gelesen. Was sagt es dort? All the kings are ordained by God, Alle Könige sind von Gott eingesetzt. right? And, okay, so in Isaiah 45, what is this king doing? In Jesaja 45, was macht dieser König? What's his purpose in the book of Isaiah? Was ist sein Zweck im Buch Jesaja? To punish Babylon, right? Babylon zu bestrafen. Therefore, who is he? Deswegen, wer ist er? Who's punishing Babylon Wer bestraft in the Babylon Sunday law im crisis? Sonntagsgesetz? Radical Islam, right? Der radikale Islam. Is it a godly power or a satanic power? Ist das eine göttliche Macht oder eine satanische Macht? Satanic. Completely satanic, right? Das ist satanisch. Cyrus is an evil pagan king, right? Pyrrhus war ja ein böser, heidnischer König. What does it say about the Medes and the Persians? Were they cruel? Und was sagt es über die Meder und Perser? Waren sie grausam? Yeah, it says it several places in the Bible. They are cruel, Yes. Das right? sagt es ja an verschiedenen Stellen in der Bibel, dass sie grausam sind. Therefore, whose spirit did they have? Deswegen, wessen Geist haben sie? The spirit of their master, Satan, right? Den Geist ihres Meisters, nämlich Satans. So why is the Lord likening Cyrus unto Christ? Deswegen, warum vergleicht der Herr also Kyros mit Christus hier? Okay, go to Revelation 9 and verse 11. Gehen wir zu Offenbarung 9, Vers 11. It says they had a king over them. What did they have? Sie haben was über sich gehabt? No, just follow they had a king, Sie hatten right? einen König über sich. Okay. Which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue his name is Apollyon, and that is Satan, right? Das ist also Satan hier. So it's another witness that the kings are doing the work of Satan, Das right? ist ein weiterer Zeuge, dass die Könige also das Werk des Satans tun. Okay. So when you go to Isaiah 13, Jetzt gehen wir zu Jesaja 13. this is speaking about Cyrus Das spricht über Kyros, punishing Babylon. wie er Babylon bestraft. Okay, verse 15. Vers 15. It says, every one that is found shall be thrust through. How many? Wie viele? Everyone. Everyone. Right? Jeder. And everyone that is joined unto them shall fall by the sword. Their children shall also be dashed
to pieces before their eyes. Their houses shall be spoiled, and their wives ravished. Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver, and as for gold, they shall not delight in it. Their bows also shall dash their young men to pieces, and they shall have no pity on the fruit of the womb. Their eye shall not spare children. And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees' excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. Das ist Vers 19. Okay? So the question is, why is Satan's agent here, right, been likened unto Christ? Also warum wird also Satans Werkzeug hier mit Christus verglichen? Okay, the answer is in Revelation 20, verse 7. Und die Antwort finden wir in Offenbarung 20, Vers 7 bis 10. It says, and when the 1,000 years are expired, right? Now, remember, the 7 plagues are likened unto, or when you parallel them, you can also parallel them with the 7,000 years, right? Denkt an die 7 Plagen, die kann man ja auch dann parallel setzen mit den 7.000 Jahren. Remember, we did this in the class several times, right? Das haben wir in der Klasse mehrmals gemacht. So in one sense, you have this 1,000 years right there, right? Also in einem Sinne hat man hier diese 1000 Jahre. So what happens at the end of the 1,000 years? Und was passiert am Ende der 1000 Jahre? Satan's getting punished, right? Satan wird bestraft. And how, well, let's read how Satan's punished. Lass uns jetzt anschauen, wie Satan bestraft wird. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to the battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about and the beloved city. And fire came down from God out of heaven, and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. So how was Satan punished? Also wie ist Satan bestraft worden? Like Sodom and Gomorrah, by fireballs coming down from heaven. Wie Right? Sodom und Gomorra, wie, also durch Feuerbälle, die vom Himmel kommen. Who does that work? Wer tut dieses Werk? Christ, right? Christus. He's the one that's going to finally destroy Babylon, right? This unholy city. Er ist derjenige, der dann endgültig am Ende Babylon zerstört, diese unheilige Stadt. Because Babylon is a symbol of all the Satan's children, right? Babylon ist ein Symbol für alle Kinder Satans. Right? Richtig? So you can see that Cyrus is a type of Christ, because when he comes to do that work as this fire and brimstone upon Babylon, he's doing a work for Christ, right? Dann können wir also sehen, dass Kyros deswegen ein Typus für Christus ist, weil als er kam, um Babylon zu bestrafen, also hier in dem Sinne, wie Christus dann Feuer und Schwefel über Babylon bringt, da hat er also ein Werk für Christus getan. Right? Richtig? How do we see that? Kann ihr das sehen? Okay. So even though Satan, when he's coming here to punish and destroy all those people that he's deceived, Also sogar hier, wenn Satan jetzt kommt und alle diejenigen bestrafen wird, die er zuvor verführt hat, it's actually a righteous work. ist es an sich genommen ein gerechtes Werk, was er da tut. So the Lord is always step ahead of Satan. He's always, whatever he does, he's using him to fulfill his plan, right? Deswegen, der Herr ist dem Satan immer einen Schritt voraus. Und was immer der Teufel auch tut, der Herr benutzt das einfach, um seinen Willen damit zu erfüllen. Everybody follow. Ja, voll. Right, okay. We've got to look at it through spiritual eyes, not through our own narrow eyes, Wir right? müssen das durch geistliche Augen betrachten, nicht durch unsere eigenen engstirnigen Augen. Okay, go to Revelation 17. Jetzt gehen wir zur Offenbarung 17. Verses 1 and 2. Offenbarung 17, Verse 1 bis 2. It says, there came one of the 7 angels which had the 7 vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. Now, where does he judge that whore? Also, wo richtet er diese Hure? On the line, Manuela. Where Auf does der he- Linie.
God, we already covered this morning. Revelation 17. Where is it? Also Offenbarung 17, wo ist es? I don't. Margaret, just tell me on the board. Which one? The first one. Okay, thank you. This one here, right? Also hier 1798. It's the end of the first Sunday law, Das right? Ende des ersten Sonntagsgesetzes. So it says, there came one of the seven angels which had the seven vials. So it's the seventh plague, right? At the end of the seventh plague, he's coming to punish the whore, right? Siebte Plage. Am Ende der siebten Plage kommt er jetzt, um die Hure zu bestrafen. Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. Right? So in this time period, what were the kings of the earth doing? Also in dieser Zeit, was haben die Könige der Erde gemacht? Right, so Sie haben dort diesen Wein getrunken. kings are drunk. Right? Könige sind hier betrunken. And this word kings here would include Nebuchadnezzar, the Assyrian, Pharaoh, etc., etc. Right? Und diese Bezeichnung hier Könige würde ja dann Nebukadnezar beinhalten, Pharao und der Assyrer zum Beispiel. So even though they're ignorant, it's still a fact that they are drunk on her wine, right? Auch wenn sie jetzt hier unwissend sind in dieser Zeit, ist dennoch eine Tatsache, dass sie dann hier mit ihrem Wein betrunken sind. But God ordains them in their drunken condition to do a work for Him, Aber Gott setzt sie ein, in ihrem betrunkenen Zustand ein Werk für ihn hier zu tun. right? Richtig? Because all the powers are ordained by God, Er right? sagt ja, alle Mächte, die sind von Gott eingesetzt. We follow? Können wir folgen? Okay. So let's go now to this quote from 25 Letters and Manuscripts. Jetzt gehen wir weiter zu dem Zitat hier aus 25 LTMS. Speaking about Ahasuerus, right? Da spricht er jetzt hier über Ahasveros. Also Vashti, the queen, made a feast for the women in the royal house, which belonged to King Ahasuerus. Vashti was evidently acting a part in the feast, bearing the responsibilities that rested upon her. So where does this take us to in the Bible? Also wo bringt uns das hin in der Bibel? Okay, Esther's a big book, Margaret. One. Esther chapter 1, Das ist right? Esther Kapitel 1. What is Esther, or which time period on our line is Esther chapter 1 referring to? Und welche Zeitspanne hier auf unserer Linie, wo finden wir dort Esther Kapitel 1? This Sunday, Yes. right? Das erste Sonntagsgesetz. Okay, so just turn to Esther Gehen wir chapter 1. jetzt zum Buch Esther in der Bibel, zu Kapitel 1. Now remember, they are satanic powers, right? Unconsciously doing God's will, right? Denkt dran, das sind satanische Mächte, die unwissentlich Gottes Willen tun. Right? Richtig? Yes. Okay, so and Ahasuerus is a king of kings, right? Und Ahasveros, er ist ja ein König der Könige. Because he's a king of a huge empire, right? Weil er ein König eines großen Weltreiches war. Verse 1. Vers 1. Now it came to pass in the days of Ahasuerus, this is Ahasuerus, which reigned from India even to Ethiopia, over 127 provinces. So he represents this false king of kings here, who set himself up in the place of Christ, right? Er stellt diesen falschen König der Könige hier dar, der sich jetzt an der Stelle Christi aufgerichtet hat. But in spite of that, he's ordained by God to do a work for him, right? Aber trotzdem ist er eingesetzt vom Herrn, um ein Werk für ihn zu tun. Right? Because remember, and the kings in this time period are drunk, right? Denkt an die Könige in dieser Zeit hier, die sind betrunken. Okay, let's read, right? Lass uns lesen. Verse 2. Vers 2. That in those days when the king Ahasuerus sat on the throne of his kingdom, which was in Shushan the palace, in the third year of his reign, he made a feast unto all the princes of the servants, the power of Persia and Media, the nobles and princes and provinces being before him, when he showed the riches of his glorious kingdom,
and the honor of his excellent majesty many days, even 180 days, right? And if you look in history, he was preparing for war, right? Wenn du die Geschichte anschaust, da hat er sich auf den Krieg vorbereitet. He was gathering all the leaders of his kingdom together, and this was a chance for them to get together. They were preparing for war, right? Er hat dort alle Leiter seines Königreichs versammelt und sie haben sich letztendlich auf den Krieg vorbereitet. So when the Sunday law begins in Matthew 24, what does it mark? Wenn das Sonntagsgesetz hier anfängt, in Matthäus 24, was markiert das? Wars and rumors of wars, right? Kriege und Kriegsgerüchte. When the beast comes up out of the sea in Daniel chapter 7, what does it represent? Als das Tier aus dem Meer rauskommt in Daniel 7, was stellt das dar? Time of trouble, a time of conquest, revolutions, right? Eine Zeit der Trübsal, eine Zeit von Eroberung und Revolutionen. So we looked at this morning. When you come to the time of peace, you put away your weapons of war and you take up gardening, right? Das haben wir uns heute Morgen angeschaut, dass wenn du zur Zeit des Friedens kommst, dann tust du deine Sachen weg und machst sie zu Werkzeugen für Gärtnerei. Okay, and you see this in the Bible, and then there's another place where the exact same expressions are reversed, right? Und da gibt es eine andere Stelle in der Bibel, in Joel, da wird genau das wieder umgedreht, dass die Gärtnerwerkzeuge in Waffen umgeschmiedet werden. So now they're putting away their gardening tools and they're picking up weapons of war, Also right? die tun die Gartenwerkzeuge hinweg und nehmen die Kriegswaffen wieder zur Hand. Right? Richtig? And that's what Ahasuerus is doing here. He's preparing for war, Das, right? was Ahasuerus hier tut, er bereitet sich auf den Krieg vor. Okay, so and if you just go down to verse 7, Wenn wir jetzt runtergehen zu Vers 7. and they gave them drink in vessels of gold, the vessels being diverse one from another, and royal wine in abundance according to the state of the king, right? So what are they drinking? Was trinken sie? Royal wine, right? Königlichen Wein. So the point I want to make here, when you look at this, right, when you take this chapter, is the king doing according to God's will? Also wenn du das anschaust, in diesem Kapitel erfüllt der König hier den Willen Gottes. When you look at those symbols prophetically, are they according to God's will? Wenn du diese Symbole prophetisch betrachtest, sind sie gemäß dem Willen Gottes. Come on, brothers and sisters, we've looked at this so many times. What's wrong with you, Also wir right? haben das so oft schon angeschaut. Well, it says in verse 8 it was according to the law. So, The law of the king, yes. But when you read, that's reading it spiritually. But when you read it literally, that is wrong. That's wrong. okay, Yes. okay, but it doesn't matter. The point we're making is that although he's doing an unrighteous work, although they're drunk with wine, the Lord has ordained the Bible in such a way that he's actually unconsciously doing a righteous work. Also auch wenn er jetzt hier ein ungerechtes Werk an sich tut, hat der Herr das so eingesetzt, dass er letztendlich unwissentlich hier eigentlich ein gerechtes Werk tut. Right? So when we apply this now spiritually, not literally, it's a righteous work. Right? Und wenn wir das jetzt geistlich anwenden, nicht buchstäblich, dann ist es ein gerechtes Werk. Right? Richtig? If we don't get this, then we've got nothing. Right? Wenn wir das nicht verstehen, dann haben wir den Punkt heute noch nicht begriffen. Okay, first comes the natural, followed by the spiritual. Right? Zuerst kommt das Natürliche, gefolgt vom Geistlichen. Okay, the whole point I'm making, even though Ahasuerus was an evil king preparing for war here, and he's drunk on this wine, he's unconsciously witnessing for Christ, right? Also auch wenn Ahasverus hier ein böser König ist und er hier sich auf den Krieg vorbereitet und so weiter, tut er unwissentlich Zeugnis für Christus ablegen. Hence, when you apply these verses spiritually, it looks like a heavenly work that he's doing, right? Deswegen, wenn man diese Verse jetzt geistlich anwendet, dann sieht das wie ein himmlisches Werk aus, was er tut. Right? Richtig? Okay, praise God. Right, go back to the quote now. Gehen wir zurück zum Zitat. Second paragraph. Zweiter Absatz. On the seventh day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded the 7 chamberlains that served in the presence of the king to bring Vashti, the queen, before the king with the crown royal, to show the people and the princes her beauty, for she was fair to look upon. Had the king maintained his royal dignity by practicing habits of temperance, he would have never made this command,
but his mind was affected by the wine that he had used so freely and was not prepared to act wisely. So what was the king not? Was war der König nicht? He was not wise, right? Er war nicht weise. When this command came from the king, Vashti did not carry out his orders because she knew that wine had been freely used and that Ahasuerus was under the influence of intoxicating liquor. He was drunk on the wine of the woman, right? Trunken mit dem Wein der Frau. For her husband's sake as well as her own, she decided not to leave her position at the head of the women of the court. The queen refused to come at the king's commandment by his chamberlains. Therefore was the king very wroth, and his anger burned in him. So was Vashti unconsciously acting out a part that was fulfilling God's will? War Vashti unwissentlich, hat sie dort einen Teil erfüllt in Gottes Plan, wo dann Gottes Wille dadurch erfüllt wurde. Okay, therefore Ahasuerus in chapter 1 is an evil king and it represents the Sunday law, right? Deswegen Ahasuerus in Kapitel 1 ist ein böser König und das stellt das Sonntagsgesetz dar. Okay, Daniel chapter 1. Daniel 1. What were those young boys to do or to prepare for in that chapter? Worauf sollten sich diese jungen Männer hier darauf vorbereiten in diesem Kapitel? To stand before the earthly king, right? Um vor dem irdischen König zu stehen. Now when Luther was going to stand before the emperor, what did he say about that? Als Luther vor dem Kaiser stehen sollte, was hat er gesagt? Yeah, he understood that the call of the king was as if God himself was calling him, Er hat right? verstanden, dass der Ruf des Königs so war, als ob Gott ihn selbst rufen würde. Was he a righteous king? War der Kaiser ein gerechter König? No, he was Nein. unrighteous. He was an evil man, right? Ungerecht, war ein böser Mann. But Luther understood this point that you have to put your neck under the yoke of the kings, right? Weil Luther hat diesen Punkt verstanden, dass du deinen Nacken unter das Joch der Könige stellen musst. Unless the king was forcing you to disobey God, right? Es sei denn, dass der König dich jetzt zwingen würde, Gottes Gesetz zu brechen. Right? So in this sense, Ahasuerus is a king ordained by God to do his will, right? Deswegen in diesem Sinne ist Ahasuerus ein König, der jetzt von Gott eingesetzt worden ist, um seinen Willen zu erfüllen. Right? Richtig? Okay. Let's just pay attention here, please. And this is more important, right? Lass uns weiter hier aufpassen. Okay. Now go to the next quote. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. It says, because spiritually speaking, Vashti represents God's church, right? Geistlich gesprochen stellt Vashti Gottes Gemeinde dar. Spiritually speaking, Ahasuerus, although he's an evil king, is in the place of Christ, right? Geistlich gesprochen ist Ahasuerus, obwohl er ein böser König ist, steht er an der Stelle Christi. Because God sets up kings and he takes down kings, Also right? Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. So by her refusing to come to the feast, she was disobeying God, right? Und weil sie jetzt es abgelehnt hat, zu dem Fest zu kommen, hat sie letztendlich damit Gott nicht gehorcht. So when you read this, Christ Object Lessons, Wenn wir jetzt weiterlesen, nächsten Zitat, Christi Gleichnisse. in this parable, as in that of the Great Supper, are illustrated the gospel invitation, its rejection by the Jewish people, and the call of mercy to the Gentiles. But on the part of those who reject the invitation, this parable brings to view a deeper insult and a more dreadful punishment. The call to the feast is a king's invitation. It proceeds from one who is vested with power to command. Is this what Romans 13 tells us? Das ist das, was Römer 13 uns auch sagt. The king is in the stead of God, right? Der König steht an der Stelle Gottes. It says he's ordained by God. Sagt, er ist von Gott eingesetzt. We have to fear the power, right? Wir sollen dieser Macht uns voll fürchten. Okay. It says it confers high honor, yet the honor is unappreciated. The king's authority is despised. While the householder's invitation was regarded with indifference, the king is met with insult and murder. They treated his servants with scorn, despitefully using them and slaying them. The householder, on seeing his invitation slighted, declared that none of the men who were bidden should taste of his supper, but for those who had done despite to the king,
more than exclusion from his presence and his table is decreed. He sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their cities. So where does it take us to? Und wohin bringt uns das jetzt? Destruction. Of Jerusalem. Zur Zerstörung Jerusalems. Right here, right? Genau hier. Church, finished, right? Die Gemeinde ist jetzt hier abgeschlossen. So Vashti, unconsciously, she was a righteous woman, but unconsciously she's acting out a part of a rebellious church, right? Basti, sie war eine gerechte Frau, also historisch gesehen, aber unwissentlich hat sie damit die Rolle einer rebellischen Kirche gespielt. Right? And therefore brings you to the destruction of Jerusalem, where God's church is now passed by, right? Und deswegen, das bringt dich dann zur Zerstörung Jerusalems, wo Gottes Volk dann übergangen wird. Okay? So Ahasuerus was drunk on wine and he's in ignorance, right? Ahasverus, er war mit Wein betrunken, aber er war noch in Unwissenheit. So when you bring line upon line together, who does he parallel? Also wenn du jetzt Linie auf Linie zusammenbringst, mit wem steht er parallel? Genesis 41, Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, and Daniel 4, right? Mit den Königen aus 1. Mose 41, Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4. Right? So we can write on here Esther 1, right? Dann können wir hier Esther 1 reinschreiben. Amen? Amen. Okay. So when he gets to the end of this chapter, what does he do? Wenn du jetzt zum Ende des Kapitels kommst, was tut er dort? What does he do in the beginning of chapter 2? Was tut er am Anfang von Kapitel 2? He seeks for virgins, right? Er sucht jetzt nach Jungfrauen. And the parable of the 10 virgins is a parallel to which other parable? Und das Gleichnis der 10 Jungfrauen ist eine Parallele zu Oh, welchem thank anderen you. Gleichnis? To all of them, right? Eine Parallele zu allen anderen Gleichnissen. So here, Ezekiel 17, what's Nebuchadnezzar doing? Und hier in Hesekiel 17, was macht Nebukadnezar? He's sowing, right? Er sät. So who's Ahasuerus right here? Wer ist also Ahasverus hier? Why? What's happened to him? Der Seemann. Warum? Was ist mit ihm passiert? Got humble. He's been changed, right? Er ist gedemütigt worden. Er ist hier verändert worden. He's no longer drunk on this wine. His mind has been changed, right? And he, like Nebuchadnezzar, he says, "Peace be unto you," right? Er ist nicht mehr länger jetzt hier betrunken, wo er hier betrunken war, sondern sein Verstand ist jetzt verändert worden und ist gedemütigt worden, genauso wie Nebukadnezar sagte jetzt, Friede sei mit euch. He's like the sower, Er right? ist jetzt wie dieser Seemann. Amen? Amen. Okay, praise God. You only see this line upon line by these principles, Das right? kann man nur Linie auf Linie sehen, indem man diese Prinzipien anschaut. Go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. It says, the trying experience that came to God's people in the days of Esther were not peculiar to that age alone. The Revelator, looking down the ages to the close of time, has declared, the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and of the testimony of Jesus Christ. Where would you place that verse? Wo würde man diesen Vers jetzt hin platzieren? Must be after the birth. Yes. So where would you place it? Das muss nach der Geburt sein, also wo würdest du das hin platzieren? No, not the second Sunday, Lord. Come Nicht on. das zweite Sonntagsgesetz. We went through this only recently. Wir haben das Kinder, come on, sit down, please. vor kurzem angeschaut. Right. Yes, this is the time of peace, right? Zur Zeit des Friedens. Remember, Christ has the birth, and then he flees into the wilderness for how long? Denn Christus hat ja die Geburt gehabt und flieht dann in die Wüste für wie lange? For 1260, right? 1260. And again, 1260, counterfeit work. 1260, true work, right? It's the same again, right? 1260 das wahre Werk und diese 1260 ist die Fälschung. So when he flees in the wilderness here, the dragon is wroth and goes to make war with the remnant of her seed, Wenn er hier right? in die Wüste flieht, dann ist der Drache ja
zornig und er geht dann hin, um Krieg zu führen mit dem übrigen ihres Samens. So where does he make war? Und wo macht er Krieg mit ihm? Here, right? Hier. So this verse is marking here, and he's pointing forward to here where he's going to make war with them, right? Also das Vers, der fängt hier an, aber weist dann hier auf diesen Punkt hin, wo er jetzt anfängt, Krieg mit ihnen zu führen. So it goes on, it says, some who today are living on the earth will see these words fulfilled. The same spirit that in ages past led men to persecute the true church will in the future lead to the pursuance of a similar course toward those who maintain their loyalty to God. Even now preparations are being made for this last great conflict. So it's speaking about, this is speaking about the second Sunday law, right? Spricht jetzt über dieses letzte Sonntagsgesetz, Where God has a people that are holy, right? wo Gott jetzt ein Volk hat, was heilig ist. The people that he's going to persecute when they are trying to save the world, right? Nämlich diese Leute, die Satan verfolgen wird, wenn sie versuchen, die Welt zu retten. It says the decree that will finally go forth against the remnant people of God will be very similar to that issued by Ahasuerus against the Jews. Who will that decree go against? Gegen wen wird das Dekret gehen? The remnant, Gegen die Übrigen. right? The remnant are the holy people, right? Die Übrigen sind die heiligen Leute. Okay. So who is she likening that decree going against God's people to? Und mit wem vergleicht sie dieses Dekret, das gegen Gottes Volk kommen wird? Ahasuerus, right? Mit Ahasverus, mit dem Dekret, was er gemacht hat. Okay, so it's now talking about Ahasuerus making a decree at the second Sunday law, right? Spricht jetzt hier über Ahasverus, wie er ein Dekret hier beim zweiten Sonntagsgesetz macht. Right? Richtig? Now we've just seen here, first Sunday law, God's church gets passed by, Ahasuerus gets changed, right? Wir haben ja gesehen, das erste Sonntagsgesetz, es geht dann vorbei und Ahasverus verändert sich hier. Now he's gathering the virgins, Und right? jetzt sammelt er die Jungfrauen. He's in harmony with God, right? Er ist jetzt in Übereinstimmung mit Gott. Comes up like a lamb. Er kommt auf wie ein Lamm. Everybody follow? Kann jeder folgen? Right, okay. So, today the enemies of the truth, the church, see a little company keeping the Sabbath commandment in Mordecai at the gate. The reverence for God's people, for his law, is a constant rebuke to those who have cast off the fear of the Lord and are trampling on his Sabbath. Next quote. Nächstes Zitat. Through Haman the Agagite. Okay, now very nicely, because if Lawrence hadn't covered this point, I would have covered it today. When he did this last night. Who's Haman the Agagite? Gestern Abend haben wir es gemacht. Der Haman, der Agagiter, wer war das nochmal? The sworn enemy of God's people, right? Dieser geschworene Feind von Gottes Volk. Okay, and how does this happen? Wie ist das zustande gekommen? Because when they went into the land, they didn't do what God commanded them to do, right? And get rid of this seed, right? Denn als sie damals ins Land kamen, haben die Juden es nicht getan, was Gott gesagt hat. Sie haben nicht sozusagen diesen falschen Samen ausgerottet. History is going to be repeated, right? Und die Geschichte wird sich wiederholen. So when God's people go into the land, don't do that work. It's telling us that the sworn enemy of God's people, the Agagites, are going to rise up against you right here, right? Deswegen es sagt uns, dass die Geschichte sich wiederholen wird, dass wenn Gottes Volk wieder ins Land kommt und nicht das Werk tun wird, dann wird dieser ewige Feind, dieser Agagita, der Amalekiter wieder aufkommen und gegen Gottes Volk dann kommen. Okay, so it says, through Haman the Agagite, an unscrupulous man in high authority in Medo-Persia. So was he in the highest authority or was he just in a high position? War er in der obersten Autorität oder nur in einem oberen Rang? He was in a high position. There was somebody above him, right? War nur dort in einer hohen Autoritätsposition, aber es war noch jemand, der über ihm war. So who does that thought parallel with here at this point? Mit wem wäre das dieser Gedanke parallel hier bei diesem Punkt beim zweiten Sonntagsgesetz? Belshazzar, right? He had a king over him, right? Belshazzar, der hatte noch einen König über sich. And also, not Darius, all those princes and that under Darius, right? Und all diese Prinzen, die unter Darius waren, die zu ihm gekommen sind. Okay, so let's read, right? Lass uns weiterlesen. Haman cherished bitter malice against Mordecai, a Jew,
Mordecai had done Haman no harm, but had simply refused to show him worshipful reverence. Scorning to lay hands on Mordecai alone, Haman plotted to destroy all the Jews that were throughout the kingdom of Ahasuerus, even the people of Mordecai. What did Belshazzar do right here? Also was hat Belsatzer hier getan? Belshazzar. He brings all the vessels, right? Hat all die Gefäße And reingebracht. we've looked at this before. Those vessels represent God's people, right? Das haben wir ja schon mal angeschaut, dass diese Gefäße Gottes Volk darstellen. What does he do to those vessels? Was macht er mit diesen Gefäßen? He's filling them with the false doctrine, right? The wine. Füllt sie mit dieser falschen Lehre, mit diesem falschen Wein. Daniel 1, what do they do in Daniel 1? In Daniel 1, was machen sie dort? Try to get them to eat a false diet, right? Da versucht der König sie dazu verleiten, eine falsche Speise zu sich zu nehmen. So Daniel 1 is here, just repeats it exactly the same, right? Daniel 1 ist hier und hier wiederholt sich das einfach vom selben Prinzip her. Right? Richtig? Genau dasselbe. Yes? Ja? Oh, Okay. okay. So, second paragraph. Zweiter Absatz. Misled by the false statements of Haman, Xerxes was induced to issue a decree providing for the massacre of all the Jews. Now, who would this immediately bring your thoughts to? Wo bringt dich das sofort gedanklich hin? This is in Daniel 6. Yes, Darius in Daniel 6, right? Da ist in Daniel 6. Right. You can see this beautifully now, right? Ich kann das wunderschön sehen. Misled by the false statements of Haman, Xerxes was induced to issue a decree providing for the massacre of all the Jews, scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of the Medo-Persian kingdom. A certain day was appointed on which the Jews were to be destroyed and their property confiscated. Now, I just want you to make a clear point. It's not speaking about, this decree is not speaking about here, it's speaking about this one here, right? Also ich will noch einen Punkt machen, dieses Dekret, was jetzt hier erwähnt worden ist, spricht jetzt nicht über das hier, sondern über das hier. Okay. So because remember, in Daniel chapter 6, he makes this decree and Daniel goes and prays 3 times a day, right? Denkt an den Daniel 6. Sorry, here. Make, He makes it here and then 3 times he prays it. yes, 3 times, that's it. Sorry, I'm getting mixed up myself, right? 3 times he prays here and then they come and deliver him up before the king, right? Und Daniel 6, der König machte hier das Dekret, dann betet Daniel 3-mal und dann wird er ausgeliefert hier vor den König. Okay, then there's a time period and then the king throws him into the den of lions, right? Dann gibt es hier diese Zeitspanne und dann schmeißt er ihn in die Löwengrube. Right? Richtig? And I want you to see that this decree right here is marking the same point, right? Ich möchte euch nur sehen lassen, dass dieses Dekret hier dann diesen selben Punkt markiert. Hier. I hope I'm not confusing myself. Ich hoffe, dass ich jetzt Doesn't nicht, matter, we'll go through. Verwirrung reinbringe. Okay, the point is, it's the same time period, right? I just want to make sure that I get all the fine details, right? Aber dieselbe Zeitspanne, ich möchte versuchen, diese ganzen Details mit reinzubringen. Okay, it says, misled by the false statements of Haman, Xerxes was induced to issue a decree providing for the massacre of all the Jews. Okay, so, okay, my mind's clear now. What did Ahasuerus do to Haman? Also was hat Ahasuerus hier mit dem Haman gemacht? He promoted it, right? Er hat ihn erhöht. So Haman, who's the enemy of God's people, is promoted here, right? Haman, der Feind von Gottes Volk ist, der ist hier erhöht worden oder befördert worden. He's lifted up to a high position, right? Er ist in eine hohe Position befördert worden. And everybody's told to bow down and worship him, right? Und jedem wurde befohlen, jetzt niederzufallen und ihn anzubeten. And Mordecai refuses, right? He's refusing in this time period, Aber right? Mordecai, der lehnt es ab und er lehnt es ja dann ab, in dieser Zeit das zu machen. And this is where Haman now plots and brings the decree against them, right? Das- Same point. Dann wo Haman jetzt diesen Plan schmiedet und dieses Dekret dann gegen ihn bringt. So Genau you zum can see selben how it's a Zeitpunkt. parallel to Daniel 6, right? Wir können also sehen, wie das eine Parallele ist zu Daniel 6. What's up, Jennifer? The decree in Daniel 6 you just marked at the beginning, because then Daniel prays 3 times.
Yeah, it's not a different I decree. know, but there it's you don't have a fixed date, right? And then the next decree. No, Haman's promoted. Exactly. So was there a law made that they were to bow down and worship him? Also in Daniel 6 wird ja hier das Dekret am Anfang gemacht und hier in Esther wird Haman jetzt befördert. Aber hier wird ja auch ein Dekret gemacht, dass alle niederfallen und ihn anbeten sollen. Das ist dieses Sonntagsgesetz. Okay, so if you're to bow down and worship, see, the one in Daniel 6 was says they're not to worship anybody else but you, O Lord, right? In Daniel 6 ist das Dekret, sie sollen keinen anderen anbeten als nur dich, O König. I thought of the one where they make the date, the way they fix the date when No, it no, comes no. We're just dealing with it. You've got to bring them line upon line, right? Wir müssen die Geschichten in Linie auf Linie zusammenbringen. So you can see that it's speaking about the same thing. So Wir können also sehen, Daniel's, dass es über dasselbe spricht. Daniel's praying 3 times here. Mordecai is refusing to bow down to Haman here, right? Also Daniel betet hier 3-mal und Mordecai in derselben Zeit lehnt es ab, hier vor Haman niederzufallen. Both bring you to this death decree where they both get delivered up, right? Also beide bringen dich dann zu diesem Todesdekret, wo beide in dem Sinne ausgeliefert werden. Or they get reported to the Oder sie king. werden gemeldet. Right, let's read on, right? Lass uns weiterlesen. So we'll just begin at the beginning again of this paragraph. Lass uns nochmal am Anfang des Absatzes anfangen. Misled by the false statements of Haman, Xerxes was induced to issue a decree providing for the massacre of all the Jews, scattered abroad and dispersed among the people in all the provinces of the Medo-Persia kingdom. A certain day was appointed on which the Jews were to be destroyed and their property confiscated. Little did the king realize the far-reaching results that would have accompanied the complete carrying out of his decree. Satan himself, the hidden instigator of the scheme, was trying to rid the earth of those who preserved the knowledge of the true God. So, who was Satan working through? Durch wen hat Satan gearbeitet? Haman. Durch Haman. Okay, so the question I'm asking, why is Satan now having to work through Haman? Also warum muss Satan durch Haman arbeiten? Yes, because the king of kings, the worldly ruler over it, has been converted, right? Or been converted to the truth. Weil es der König der Könige, also dieser weltliche oberste Herrscher, der ist hier zur Wahrheit bekehrt worden. Right? Richtig? So they need one that's really close to him to deceive him, right? Deswegen, Satan muss also jemanden benutzen, der sehr nah bei ihm ist, um ihn jetzt zu verführen. Right? Richtig? Okay. So go to the next quote. Gehen wir zum nächsten Zitat. It says, in his dealings with the Philistines, God had shown how easily at his appointed time he can overthrow the stronghold of superstition and sweep away the refuge of lies. The Lord often employs his bitterest enemies to punish the unfaithfulness of his professed people. Who was Haman? Wer ist Haman? Sworn enemy of God's people. Er ist dieser geschworene Feind von Gottes Volk. So it says, the Lord often employs his bitterest enemies to punish the unfaithfulness of God's professed people. So what was Haman being used by the Lord to do? Also wofür ist also Haman benutzt worden durch den Herrn? Was sollte er für den Herrn tun? The same as what Nebuchadnezzar was being used for here, right? Er ist für dasselbe benutzt worden, wofür in Nebukadnezar hier beim ersten Sonntagsgesetz benutzt worden ist. Okay, but we can also put in here Belshazzar, right? Wir können auch hier Belshazzar hinsetzen. So once again, although they're doing an unrighteous work, the Lord is using them to purge out his people, Also ein right? weiteres Mal hier, obwohl sie hier ein ungerechtes Werk tun, benutzt der Herr sie, um Gottes Volk zu reinigen. Right? And both these are deceivers, right? Und beide hier sind aber Verführer. Richtig? Okay, so, and Belshazzar, what was he doing? Belshazzar, was hat er hier gemacht? He was drunk on wine, right? Er war auch mit Wein betrunken. Okay, so he was drunk ignorantly, he was drunk willfully, right? Er hier war unwissentlich betrunken und er hier ist dann willentlich betrunken. So Kings
are drunk, but just not the number one king, right? Aber nicht der oberste König ist hier nicht betrunken, willentlich nicht He gets betrunken, deceived, sondern right? er wird vielmehr verführt. Okay, so so the Lord often employs his bitterest enemies to punish the unfaithfulness of his professed people. The wicked may triumph for a time as they see Israel suffering chastisement, but let them be assured that the wrath of God will ere long fall with crushing weight upon themselves. However, the sinner may now rejoice in the rewards of unrighteousness. The blind eyes will yet see, the hard heart one day fell, that a life of rebellion against God has been a terrible mistake. Amen. Where does he begin? Wo fängt er an? With his church, right? Fängt an mit seiner Gemeinde. Okay, now go to Daniel chapter 6, Jetzt gehen wir zu Daniel 6, verse 7. beginnt in Vers 6. It says, all the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the councillors and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree, that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish the decree and sign the writing, that it be not changed according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. So Bis Vers 9 those oder Vers 8 im Deutschen. presidents of the kingdom, the governors and the princes, are also represented by Haman and Belshazzar, right? Also diese Präsidenten und Prinzen und Ratgeber des Königreichs, sie sind auch dargestellt, Linie auf Linie durch Belsazar. Okay, and then we read on, it says, Lass uns weiterlesen, Vers 9. verse 10. Vers 9 im Deutschen. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber towards Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed. Okay, so already been, that's here, right? Das haben wir schon angeschaut, dass ja dann die dreimal sind hier bis hierhin. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Hast thou not signed a decree that every man that shall ask a petition of God or man within 30 days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. Then answered they and said before the king, that Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regardeth not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but maketh his petition 3 times a day. Then the king, when he heard these words, was sore displeased with himself, because he now realizes he's been tricked. Right? Also in Vers 13 ist der König jetzt unzufrieden mit sich selbst, weil er nämlich jetzt erkannt hat, dass er eigentlich nur verführt worden ist. And set his heart on Daniel to deliver him, and he labored till the going down of the sun to deliver. So this is this time period. He's laboring now till the going down of the sun, Bis right? Vers 13, er versucht jetzt alles hier bis zum Niedergang der Sonne, um ihn noch zu befreien. Then these men assembled unto the king and said unto the king, Know, O king, that the law of the Medes and Persians is that no creed nor statute which the king established may be changed. So they assemble before him here, they assemble before him here, and then the third time they assemble before him, right? Also, sie versammeln sich vor dem König einmal hier, dann da und das dritte Mal dann hier. Right? 3 times they assemble, it says, right? Dreimal sagt es nämlich, dass sie sich hier versammeln vor And dem the König. third time when they assemble is when he throws Daniel now into the... Und das dritte Mal, wenn sie sich versammeln, ist dann hier, wo jetzt der König ihn in die Löwengrube werfen wird. Okay, verse 16. Vers 15 im Deutschen. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God, whom thou servest continually, will deliver thee. He has great faith, right? Also er hat jetzt großen Glauben, dass Gott ihn doch noch befreien kann. Okay, so go to this next quote, Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. because this is the spirit now in this time period that Ahasuerus has, right? Denn das ist jetzt der Geist in dieser Zeit hier, wo den Ahasverus haben wird. Sister White says, I was much encouraged while listening to a discourse from the words, So will I go unto the king, and if I perish, I perish. In his remarks, the speaker referred to those who were wavering between hope and fear, longing to be saved from their sins and receive the pardoning love of Christ.
yet held in doubt and bondage by timidity and fear of failure. He counseled such ones to surrender themselves to God and venture upon his mercy. Without delay, they would find a gracious Saviour ready to present to them the sceptre of mercy, even as Ahasuerus offered to Esther the signal of his favour. This took place during the second Sunday law, right? Das fand ja während des zweiten Sonntagsgesetzes statt. So you can see Ahasuerus is like Christ during the second Sunday law, right? Deswegen ist es jetzt Ahasverus, er ist jetzt wie Christus während des zweiten Sonntagsgesetzes. Yet he got tricked into making a decree, right? Jedoch ist er sozusagen ausgetrickst worden, dass er dieses Dekret erlassen hat. Amen? You Bitte? see, it's very nice when you bring these thoughts together, right? Sehr schön, wenn man diese Gedanken alle zusammenbringt. All that was required of the sinner trembling in the presence of his Lord was to put forth the hand of faith and touch the sceptre of his grace. That touch ensured pardon and peace. So, but we've got to have an element of faith when we stand before those kings, right? Deswegen wir brauchen einen gewissen Glauben dann, wenn wir vor diesen Königen stehen. It's as if we're standing before Christ himself, right? Denn es wird so sein, als ob wir vor Christus persönlich stehen würden. And remember that God is in control, right? Und immer dran, dass wir daran denken, dass Gott in Kontrolle aller Dinge ist. So, at the end of the time in the lion's den, he comes back, verse 23. Und am Ende jetzt der Zeit in der Löwengrube kommt kommt der König zurück. Gehen wir zu Daniel 6, Vers 22. Okay. It says, Then was the king exceeding glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives. What do we see right there in that verse? Was sehen wir hier in diesem Vers, in Vers 23? The same destruction that about Islam. No, don't. In all regard for children. You mean what's found in Isaiah 13? Right, yes. Das ist dieselbe Bestrafung, die auch der radikale Islam bringen wird, wie zum Beispiel in Jesaja 13 beschrieben ist, dass sie keine Rücksicht nehmen auf Kinder und Frauen und so weiter. Okay, it's the same, because it comes back upon the wicked's own head, right? Es kommt ja immer auf den Kopf der Bösen zurück. It says what they thought to do to you is going to come upon them, right? Was sie dir anzutun gedachten, das wird wieder auf sie zurückkommen. So in the destruction of Jerusalem, do the same thing? In der Zerstörung Jerusalems tun sie dasselbe? Yes, so Ja. Haman, Belshazzar, these wicked counselors here, they all had this spirit to slay neither old nor young, etc., etc. They want to destroy out every last one of them, right? Also diese bösen Charaktere wie Haman und Belshazzar und so weiter, die haben ja alle diese Gedanken und diese Gesinnung gehabt, alle umzubringen von Gottes Volk, egal ob sie jung oder alt sind und so weiter und so fort. Okay, but the Lord brings it to nothing, and his true people are saved, and then it comes back upon them, right? Aber der Herr wird ihre Pläne zunichte machen und das wahre Volk Gottes wird gerettet werden und dann wird er das, was sie Gottes Volk antun wollten, auf ihre eigenen Köpfe zurückbringen. But what is that? Aber was ist das hier? Launched this study last night. We've forgotten already. What is the fulfillment of that there in verse 24? Aber was ist das hier für eine Erfüllung hier in Vers 23 im Deutschen? We didn't. I mean, it is, but that's not what we studied last night. It's about the Agagites, the Amalekites. Es geht um diese Agagiter, diese Amalekiter. It's the destruction of the serpent seed, right? It's this. Die Zerstörung von diesem Samen der Schlange. It's what God's people were meant to have done, but didn't do it. Right? Das, was eigentlich Gottes Volk hätte tun sollen, aber sie es nicht getan haben. Saul failed to do it, and therefore that's what caused him to rise back up, right? Saulus hat es nicht getan und deswegen konnte dieser böse Same wieder aufkommen hier. That's a nice thought, right? Das ist Because ein schöner Gedanke. it says sin will never rise again, right? Und es sagt ja, die Sünde wird nie wieder aufkommen. Why will sin never rise again? Und warum wird die Sünde nie wieder aufkommen? Because of this. It says because their children, their wives, so it's brought those men which had accused Daniel. Who's the accuser of the brethren? Das sagt hier in Vers 23,
dass er jetzt diese Männer gebracht hat, die Daniel angeklagt haben. Wer ist der Verkläger der Brüder? Satan. Satan. So basically, these men which had accused Daniel, and they cast them in the den of lions, them, their children, and their wives. So what are they doing? Also was tun sie hier? It's making sure there's no unholy seed left, right? Es wird hier sichergestellt, dass hier kein ungerechter Same mehr übrig bleibt. So at the end of the 1,000 years, when Christ brings those fire down from heaven, he's making sure that sin can never rise again. Am Ende der 1000 Jahre, wenn Christus ja das Feuer vom Himmel runterbringt, dann stellt er damit sicher, dass die Sünde nicht ein weiteres Mal aufkommen kann. So Saul, when he disobeyed God, Und Saulus, als er Gott nicht gehorcht hat, when they were in the time of peace, als er König Saul. Just like Saulus. yeah, he Hab ich? Okay. Saul, Ja. King Saul, Ja, König Saul, in der Zeit des Friedens hier. right? When he didn't eradicate that seed, Als er diesen Samen nicht ausgelöscht hat, he was not fulfilling the pattern. da hat er dem Muster nicht gefolgt. Because as he was been fulfilling the pattern, he was being in Christ's stead, bringing down fire from heaven and making sure that sin would have never rose again, right? Hätte er dem Muster von Christus gefolgt, dann hätte er sozusagen Feuer vom Himmel gebracht und hätte sichergestellt, dass Sünde nicht wieder aufkommen könnte. That's why you have a second Sunday law. Und deswegen hat man dann das zweite Sonntagsgesetz. Because if God's people done the work right here, all the Gentiles would get converted. Dann hätte Gottes Volk hier hätte jeder von Gottes Volk hier das Werk getan, dann wären alle Heiden bekehrt worden. Right? Richtig? Sister White says, if God's people kept the Sabbath correctly, there wouldn't even be one infidel. Wenn Right? man jetzt sagt, wenn Gottes Volk den Sabbat richtig halten würden, dann gäbe es nicht einen Ungläubigen unter der Welt. So it's a nice thought. Sin rises again because God's people failed to do the work in this time. Und Right? Sünde wird wieder aufkommen, weil Gottes Volk es hier versagt, das Werk völlig zu tun. Have you seen that? Kann ich das sehen? Okay. So I'm trying not to go over time. Ich versuche jetzt hier nicht über die Zeit hinauszugehen. Okay, so there was one last point I want to make about Cyrus, but I will leave that because it's a whole other thought. Da gibt es noch einen letzten Punkt über Kyros, den werde ich jetzt auslassen, weil das ein komplett neuer Gedanke wäre. Okay, does everybody follow Konnte jeder folgen. about the story about Ahasuerus? Über die Geschichte mit Ahasveros. Right? So we can see, although he's just like Nebuchadnezzar and Pharaoh, good Pharaoh, right? They're in ignorance. Er ist genauso wie Nebukadnezar oder auch der gute Pharao, sie sind in Unwissenheit. And after this experience, they change, and then their minds, they become like Christ, and then they get deceived here, but then they end up returning back and punishing those that had deceived them. Wenn hier in Unwissenheit, dann werden sie sich bekehren, dann werden sie hier aber verführt, wieder das zu machen. Und nach dieser Zeit aber werden sie wieder sozusagen, sehen sie die Wahrheit wieder klar und dann bestrafen sie die Bösen. Right? It's becoming clearer and clearer the more we go through this, right? Es wird immer deutlicher und deutlicher, je mehr wir da hindurchgehen. Margaret? This verse in German is in English is 34, when the children and the woman are killed and thrown into the pit. It's also the same like in Esther when he was hanged on the fellow. It's marking the same point prophetically, yes. Also, dass die Kinder hier letztendlich dann auch, oder Kinder und die Frauen und so weiter, hier in diese Löwengrube geworfen worden sind, ist das ja dasselbe prophetische Punkt, wie wo Hamans Söhne zum Beispiel aufgehängt worden sind. Right. But does everybody see how Ahasuerus is a parallel to Nebuchadnezzar, parallel to Pharaoh? Right? Also können wir alle sehen, wie Ahasveros eine Parallele zu Nebukadnezar oder zu Pharao ist. So, okay, just my concluding thought is this controversy that we've had about Vashti and Ahasuerus solves this seeming contradiction, right? Deswegen diese Kontroverse, die wir über Vashti und Ahasveros hatten, das würde dann diesen scheinbaren Widerspruch dann jetzt lösen. Because he is actually doing an unrighteous work, but he's doing it unconsciously. But unconsciously, he's fulfilling a righteous work for God. And when you understand this, then there's no contradictions with it. Deswegen, er tut an sich gesehen ein ungerechtes Werk, aber unwissentlich
weil er unwissend ist, tut er letztendlich damit den Willen des Herrn und damit tut er dann auch unwissentlich ein gerechtes Werk. Everybody get what I'm saying? Könnt ihr nachvollziehen, was ich sagen will? Right, let's try and rejoice, because when these things are unfolded, great things are for us, right? Lass uns darüber freuen, denn wenn diese Sachen uns entfaltet werden, dann warten noch weitere große Dinge auf uns. Because you all look like you've just been punished and you've got to stand in the corner and write 1,000 lines, right, or something. Sieht alle so aus, als ob ihr jetzt gerade hier bestraft worden seid und jetzt irgendwie hier 1000 Sätze schreiben müsstet. Right? Okay, these are deep things, right? Das sind tiefgehende Dinge. And we have to tax our minds in order to understand them. Und wir müssen unseren Verstand anstrengen, um das wirklich alles zu verstehen. Okay, let's close with a Lass uns mit einem Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, I want to thank you for these deep things that you're revealing to us. ich möchte dir danken für diese tiefen Dinge, die du uns offenbarst, How you're helping us to understand more and more your character, wie du uns hilfst, mehr und mehr deinen Charakter zu verstehen and how much mercy you show towards us, und wie viel Erbarmen du uns gegenüber zeigst. regardless whether we do evil or good. You're working out your will for your good pleasure. Egal ob wir Böses tun oder Gutes tun, du führst immer dann deinen Willen aus, dir zum Wohlgefallen. And Lord, in spite of your mercy, please help us to do good. Und Herr, nichts oder trotz deiner großen Barmherzigkeit, lass uns immer daran streben, das Gute zu tun, That we would not wear out your patience and long suffering towards us. dass wir deine Geduld nicht ermüden und deine Langmut, die du gegenüber uns hast, That we would realize that we have a great need, sondern dass wir erkennen mögen, dass wir ein großes Bedürfnis haben, that we truly can do nothing of ourselves, dass wir wahrlich nichts aus uns selbst tun können, and that each of us must choose the path that we will walk. dass jeder Einzelne von uns den Weg wählen muss, den er gehen möchte. So please, Lord, give us the grace to choose the good and to shun the evil. Deswegen bitte gib uns die Gnade, das Gute zu wählen und das Böse zu meiden. That your will might be worked out in and through us for your glory. Dass dein Wille in und durch uns erwirkt werden kann zu deiner Herrlichkeit. And that many people would be brought to your righteousness. Und dass viele Leute zu deiner Gerechtigkeit geführt werden. And we ask this in the name of Jesus. Und das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.